Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of GracesF. So, wir sind hier im Präsidentenpalast in der U-Liberty-Stadt, Hauptstadt von Strata. Und wir sollen hier dieser Wache jetzt folgen, alleine und ohne unsere Begleiter. Und ich denke, das machen wir jetzt einfach mal. Brief an den Präsidenten haben wir verloren. So, ja, dann würde ich sagen, betreten wir doch mal hier den Raum und schauen mal, was der Präsident zu sagen hat. Wait, you're... Dylan Paradine, President of Strata. Thank you again for your help with the Rockagong. In truth, I wasn't trying to hide my identity, but in that place, and with that outfit, I figured you wouldn't believe me anyway. Come in. Ah, perfect. Asbel, this is Garrett Oswell, a powerful business magnate and adoptive father of your brother. Oswell, your son has sent his brother to discuss my earlier recall order. Why that impertinent little... Asbel, let me start with you. Why have you come to our country? Mr. President, Lhant is currently facing threats on all fronts. We need the continued leadership of my brother, Governor Oswell. I hope to come here and convince you of this. Your order was issued because Hubert was said to be ignoring the will of Strata. However, in accordance with the agreement between our two nations, his actions are clearly in the right. I humbly request that you refrain from quick judgment of him and come to a fair and rational decision. My reports say your brother is not fit to be a governor. I would disagree, Mr. President. Hubert is held in the highest regard by all the citizens of Lhant. Interesting. I've heard very different things from Mr. Garrett Oswell here. I sent the recall order so I could ask your brother about the situation directly. The original plan was for a much larger area of Lhant to come under our control, and in turn, for the supply of Creus to increase exponentially. Sir, is that a report on the situation in Lhant? A president must have many sources of information, Mr. Oswell. I couldn't simply take your assessment as fact. Asbel, the letter you brought supports the conclusions in this report. So then, Oswell, it seems you directed Hubert to aggressively invade the outer regions of Lhant. I don't remember giving any such order. I imagine you had been hoping that prolonged internal conflict would leave areas of Lhant with a power vacuum that you could then fill yourself. And when that didn't happen, you decided to take matters into your own hands and attempt to cause it deliberately. And you thought to hide this from me. You must take me for a fool. These actions go beyond personal insult. They are tantamount to sedition and high treason against this nation. I rule here, not you. I am the president of this country. Mr. President, I would never dream of hiding things from you. I simply meant to... Every aspect of our Lhant policy, from the initial occupation to the alliance with Archduke Cedric, was planned by you. I can see now that was a mistake. And so, I hereby remove any authority you have over the region. What are you? Mr. President, you know how hard I have worked to secure Lhant. And still you would have me surrender all authority? You will do it at once, or I will have the Regulatory Committee investigate your gross abuses of power. As you wish, sir. Oswell, we're done here. Leave us. Yes, Mr. President.
You hold your younger brother in very high esteem, Mr. Lhant. He is an exceptional person, sir. And I believe he can serve as a link between Strada and Lhant. I trust him for this as well. However, there is no getting around the fact that his current methods will leave our country desperately short of Creus. If that does not change, I will eventually be forced to recall him. But... Personal feelings have no place when compared to the well-being of a nation. But if the Creus problem were to be solved, you wouldn't need to recall Hubert. Mr. President, please, give me just a little time. This is not a problem that can be solved quickly, Mr. Lhant, and I don't know how much time we have left. I understand, sir, but I have to try. Well then, good luck, and I pray you find a solution. Yay, ich darf mich hier noch umschauen. Wuhu! Das ist sicher der Terminplan des Präsidenten. Öffnen? Hä? Moment. Da stand gerade öffnen. Öffnen. Die Schatztruhe erfordert offenbar ein Passwort, das mit diesem Ort zu tun hat. Oh nein, ich habe den Hinweis noch nicht gefunden. Mal gucken, vielleicht finden wir den ja hier in dem Raum. Nee, bestimmt nicht. Verdammt. Haben Sie einen Hinweis? Wenn ich Hubert gewähren lasse, wird unser Land schon bald unter einer Krias-Knappheit leiden. Wenn er sein Vorgehen nicht ändert, bleibt mir keine andere Wahl, als ihn zu versetzen. Moment. Ach nee, sprechen, prüfen. Steht da was drauf? Sag doch mal. Verdammt. Okay, nein, wir können das jetzt nicht öffnen. Ich weiß nämlich leider nicht das Passwort. Aber wir werden das schon finden, irgendwo, irgendwann. Welcome back. So, what was the president like, huh? We've met him before. Remember the guy in Sable Isole? And later by the Rockagon. Huh? That was him? So that means the discussion went well, yeah? Not exactly. As things stand, Hubert's recall is pretty much a done deal. Apparently, Strada sent their military to Lhant to take possession of our Creus. But they can't get the amount of Creus they want with Hubert's methods. So they're going to replace him. If we want to stop them, we have to do something about Strada's Creus shortage. That's an extremely difficult problem for one person to solve. I don't understand why they need Windor's Creus in the first place. I mean, they've got their own Valkanus Creus, right? Now that you mention it, that is kind of strange. There shouldn't be a shortage of Creus with a Valkanus in place. Maybe there's something all woobly with the Valkanus here. We should talk to people or whatever, yeah? That's a good idea. Ja, das habe ich mich nämlich auch schon die ganze Zeit gefragt. So, die haben doch eigentlich ihren eigenen riesigen Krias-Stein, so wie in Windor zum Beispiel. Dieser große grüne Stein, so hat diese Stadt ja eigentlich auch ihren eigenen Stein. Und da dürfte es ja eigentlich keine Knappheit geben. Da hat Pascal schon recht. Ja, wir hören uns jetzt mal großer Ärger für den kleinen Bruder an. So, the decision to invade Lhant was made solely by Mr. Garrett Oswell? Then he must have been the one conspiring with Archduke Cedric. Does that mean Hubert has been standing against his own adoptive father? It seems Hubert chose to protect Lhant, even at the risk of his own position. Hey, wait. So that means little bro is in trouble, yeah? Yes, but I'll prove to Hubert that I can still protect him. I'll need the President's cooperation, though. So for now, let's hit the town. We can investigate and learn more about the Valkanus Creus. It's a plan. Sehr schön. Okay, dann wollen wir direkt mal loslegen, um uns ein bisschen umzuhören. Irgendjemand wird ja bestimmt Bescheid wissen, was hier los ist, oder? Bestimmt. Ist es nicht seltsam und wundervoll, dass so eine schöne Stadt mitten in der Wüste existiert? Ja, das ist wirklich sehr seltsam und gleichzeitig unglaublich wundervoll. Ich muss aber auch sagen, die Stadt sieht wirklich sehr hübsch aus. Also richtig schick.
Entschuldigung, ich bin sehr in Eile. Das war verdächtig. Ah ne, ich habe mein Geld noch. Gut. Ich wollte gerade schon sagen. Die haben mir doch hoffentlich nicht mein Geld geklaut, oder? Oh, was ist denn hier los? Helle Aufregung. Puh, heute ist es noch heißer als sonst. Es ist, als würde es jeden Tag heißer werden, oder? Jetzt, wo ihr es sagt. Ich finde, wir sollten einen offiziellen Protest bei der Regierung einreichen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich gehe gleich nach Hause, um es mit meinem Mann zu besprechen. Hervorragend. Wir können die Regierung damit nicht davonkommen lassen. Okay, also es wird immer heißer anscheinend pro Tag. Das ist natürlich nicht so gut. Sollen wir nochmal den Herrn Oswald besuchen gehen? Der meckert bestimmt jetzt mit uns. Dieser Idiot! Dieser verdammte, verfluchte Idiot! Damit wird er nicht davonkommen. Er wird den Tag verfluchen, an dem er mir in die Quere gekommen ist. Versammelt die anderen Männer. Ich berufe einen Notfall-Militärrat ein. Ihr, wie könnt ihr es wagen, hier uneingeladen zu erscheinen? Das ist mein Zuhause. Ich befehle euch, diesen Ort sofort zu verlassen. Los, raus! Der hat uns rausgeschmissen. Der führt irgendwas im Schilde. Der hat gerade gesagt, er will einen Not-Militärs-Dingster-Bumster machen. Das ist natürlich nicht sehr gut. Das, oh, wer weiß, was der jetzt vorhat. Vielleicht will er jetzt Land angreifen. Oder er möchte... Vielleicht will er ja auch... Ich weiß nicht, was er vielleicht sonst noch will. Wir müssen auf jeden Fall gucken, ob wir noch irgendwo was hier finden an Informationen. Also wir wissen ja jetzt schon mal, dass es immer heißer wird. Das ist ja schon mal was. Vielleicht gibt es ja jetzt hier im nächsten Bereich auch wieder so etwas, so ein Gespräch. Und das mit diesem Typen, der es eilig hatte, das war irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Ich habe jetzt echt erst gedacht, er hätte mir mein Geld geklaut. Aber okay, hat er nicht. Ja, die Blumen sind hübsch. Es ist ganz hübsch hier. Sagt die was? Präsident, Dingster, Bumster. Nö, die sagt immer noch dasselbe, glaube ich. Was ist mit... Ah, hier. Hier ist was. Was ist los, Mutter? Hast du es nicht gemerkt? Ist der Wasserstand im Brunnen niedriger als sonst? Das ist richtig, Liebes. Glaubst du, er ist kaputt? Das ist eine gute Frage. Ich bin leider keine Brunnenexpertin. Naja, machst du dir Sorgen? Ein bisschen vielleicht. Wir wollen ja nicht, dass die Stadt austrocknet und sich in eine Wüste verwandelt, weißt du? Ach, das wird schon wieder. Wir haben doch noch das Valkines. Ja, natürlich. Deine Mutter ist eine alte Schwarzseherin. Okay. Ja, wir haben ja noch diesen Stein, ne? Die Frage ist nur, was ist los mit dem Stein, Mensch? Jetzt müssen wir natürlich weitersuchen. Ich glaube, uns fehlt immer noch ein Hinweis. Aber hier passiert anscheinend nichts. Dementsprechend gehe ich hier wieder raus. Und ich frage mich, wo ich die Entdeckung übersehen habe. Aber das finden wir bestimmt auch noch raus. Es dauert halt alles ein bisschen. So, die haben hier nichts zu sagen. Vielleicht ist hier noch jemand. Nee, hier ist auch niemand, der was zu sagen hat. Ah, dann müssen wir echt die Stadt nochmal absuchen. Ich gucke aber trotzdem hier nochmal. Vielleicht ist ja hier auch jemand. Man weiß es ja nicht. Nee. Hier ist niemand. Schade, schade. Okay, dann gehe ich nochmal in die Stadt wieder rein natürlich. Und, keine Ahnung, wo wir da jetzt noch gucken können. Dann müssen wir einfach nochmal jetzt rauf und runter rennen. Vielleicht finden wir nochmal jemanden, der hier irgendwie was zu meckern hat oder so. Kann ja sein. Wir müssen auf jeden Fall Hinweise finden. Rede mit den Dorfbewohnern, ja.
Die Dorfbewohner erkennt man ja eigentlich immer sehr gut, mit wem man dann da reden muss. Was ist... Ach nee, mit der hatte ich ja gesprochen. Ja, die findet ja, dass das alles viel zu streng ist. In die Weinstuben brauche ich bestimmt nicht nochmal reingehen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Vielleicht hier noch? Nee, hier ist auch niemand. Ah, das ist jetzt die Frage, ne? Wo könnten die Leute hier noch ein Problem haben? Also hier ist anscheinend nichts. Ah, hier. Der Präsident hat es sicherlich nicht leicht. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Irgendwelche Idioten haben gegen die ungewöhnlich hohen Temperaturen in letzter Zeit protestiert. Ist das nicht das Blödeste, was du je gehört hast? Mal ehrlich, wer protestiert denn gegen das Wetter? Ich wünschte, sie würden solche Peinlichkeiten unterlassen. Ja, genau. Und hast du von diesem seltsamen Mann gehört? Der in diesen exzentrischen Klamotten durch die Stadt streift? Es ist wahrlich ein trauriger Tag, wenn es schon so weit gekommen ist. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er unterwegs zum Westtor. Ob er wohl dort draußen in der Wüste lebt? Das würde mich nicht wundern. Das Westtor? Okay, ab zum Westtor, zu dem komischen Mann in den komischen Klamotten. Was wird das wohl für ein komischer Typ in komischen Klamotten sein? Wir werden es gleich herausfinden, weil wir sind ja jetzt am Westtor. Los, bewegt euch. Bitte, jemand muss uns helfen. Wir wissen, dass der Präsident Forscher zum Valkines geschickt hat. Hat er gerade Valkines gesagt? Wir müssen dem Mann helfen. Sind alle bereit? Aber klar. Danke. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Was geht denn hier vor? Naja, es hat etwas mit dem Valkines zu tun, oder? Naja, wisst ihr... Hat es auch etwas mit den steigenden Temperaturen zu tun? Ja, also... Oh, hey, es ist schon so spät, ich muss los. Und weg ist er. Gut, dann müssen wir eben den hier fragen. Was wisst ihr über das Valkines? Was? Ich weiß gar nichts. Seht mal, wir interessieren uns nicht für das, was ihr auch immer hier macht. Hä? Zumal ich mir sicher bin, dass es sich dabei um etwas Belangloses mit kleinem wirtschaftlichen Ertrag handelt. Also werdet ihr mit uns reden? Das wüsste ich aber. Schluck. Jetzt wieder verhauen. So the whole reason they're after Creus is because their Valkines isn't working properly. Well, we figured out the problem, but what can we do? We gotta show this to the President. This is a diagram of the Valkines? Yeah, so you take this over there and tell him your friend knows all about Valkines, and then it'll be all woohoo! Wait, are you saying... Pascal, you know about the Valkines Creus? A little, yeah. I mean, I read about him in some old documents once. You really do know everything, don't you, Pascal? I just like learning about stuff, you know? The President might not care, but it can't hurt to show him anyway. All right, Pascal. We'll give your idea a try. Thanks. Pascals Zeichnung. Mit dieser Zeichnung erklärte Pascal dem Präsident, wie Duplemat zu reparieren ist. Gut, na das haben wir doch jetzt schön herausgefunden. Sharia, hast du noch was zu sagen? Hoffentlich hat der Präsident ein Ohr für uns. Alles in Ordnung? Ja. Ich glaube es einfach nicht, dass wir unser Schicksal von Pascals gestalterischen Ideen abhängig machen. Ja, warum denn nicht? Ist doch schön.
Zeig ihm einfach die Zeichnung. Im schlimmsten Fall wirft er uns aus seiner schicken Villa. Alles klar. So, voneinander angezogen. Das hören wir uns jetzt noch an. You're a really good artist, Pascal. You mean that Valkanist diagram? Ah, that's nothing. There is no need for false humility. Asbel is an honest man and only saying what he believes to be true. You know, Sharia used to be really good at drawing too. Me? Oh, that's nonsense. I certainly wasn't anywhere near as good as Pascal. Look, Asbel. I drew something too. That's great, Sophie. What a tasty-looking banana. It's a Valkanist. Ach Mensch, Asbel. Der kann auch nicht einfühlsam sein. Naja, okay. Ich würde mal sagen, ich mache hier mal wieder einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.